Einen wunderschönen guten Tag, recht herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Ich hoffe doch sehr, dass ihr alle ein schönes Osterfest gemeinsam mit euren Familien genießen habt können. Rückblickend auf die Kapitalmarktwoche waren ja die europäischen Börsen am Karfreitag als auch am Ostermontag geschlossen. Nicht so in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier waren es vor allem die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten, die da eine gewisse Abkühlung im noch immer sensationell starken US-Jobmarkt erkennen ließen. So verlangsamten sich die Beschäftigungszuwächse außerhalb der Landwirtschaft im März von 326.000 auf 236.000. Zuwächse im Dienstleistungssektor und bei der Beschäftigung im öffentlichen Dienst glichen einen Rückgang des güterproduzierenden Sektors aus, wobei Freizeit- und Gastgewerbe erneut die meisten Beschäftigungszuwächse verzeichnen konnten. Die Arbeitslosenquote sank von 3,6% auf 3,5%. Positiv, zumindest für die weitere Entwicklung an der Inflationsfront, war die weitere Entspannung bei den Lohnanstiegen. Die jährliche Steigerungsrate der durchschnittlichen Stundenlöhne verlangsamte sich von 4,6 auf 4,2%. Diese Zahl markiert immerhin ein 2-Jahrestief und zeigt den anhaltenden Rückzug beim Lohndruck gegenüber dem mit 5,9% verzeichneten Höchststand von März 2022, also genau vor einem Jahr. Die Auswirkungen am Kapitalmarkt waren mäßig, denn trotz Rückgang der neu geschaffenen Stellen bleibt die Zahl im März mehr als doppelt so hoch wie die 100.000 Arbeitsplätze pro Monat, die der Fed-Vorsitzende Jay Powell in einer Rede im November als das Tempo bezeichnete, das erforderlich ist, um das Bevölkerungswachstum mit Jobs am US-Arbeitsmarkt zu versorgen. Die US-Renditen, die zogen leicht an und die gepreiste Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte auf ihrem nächsten Meeting am 3. Mai erhöhte sich. Die US-Aktienfutures stiegen ebenfalls marginal an und gewannen bis auf das zinssensitive Wachstumssegment leicht dazu. Apropos Wachstum, zum weltweiten Ausblick des Wirtschaftswachstums für 2023 macht sich aktuell und bis Ende dieser Woche der Internationale Währungsfonds und die Weltbank bei ihrer Frühjahrstagung in Washington so ihre Gedanken, die sie uns dann wohl auch hoffentlich in Zukunft mitteilen werden. Die bereits im Vorfeld dieser Tagung durchgesickerten ersten Statements lassen auf ein weltweit bescheidenes Wachstum für 2023 schließen. Die Faktoren dafür liegen wohl in der hohen Inflation, der Notenbankpolitik, welche mit massiven Zinsanhebungen sich diese Teuerung entgegenstemmte, dem Krieg in der Ukraine sowie der sich weltweit zuspitzenden geopolitischen Lage, Stichwort Taiwan, und ja, last but not least, den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor. Als erstes Conclusio bleibt dann wohl ein globales Wachstum von knapp unter 3% nach 3,4% im Vorjahr. Neben den Erkenntnissen und Prognosen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sind es vor allem die aktuellen Inflationszahlen aus den USA, welche heute um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit für Spannung sorgen werden. Nach 6% im Vormonat rechnet der Markt mit einem weiteren Rückgang der Headline-Inflation auf 5,2%. Die Kernrate hingegen wird mit rund 5,5% unverändert hoch erwartet. Ja, und am Freitag starten dann die großen US-Banken wie JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo mit ihrem Zahlenwerk zum ersten Quartal 2023, die Berichtssaison. Mit großem Interesse wartet man ja hier auf die Kommentare der großen Finanzinstitute im Hinblick auf ihre Einlagensituation. Das war es auch schon wieder in aller Kürze und Würze. Danke fürs Dabeisein und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert. Euer Christian Leinweber.